Hallo, guten Morgen, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns zuschaut. Wir haben gerade das Holiday Special von Star Citizen gestreamt und da ich da den Anfang ein bisschen daneben gehauen hatte, müssen wir jetzt eben die Moderation nochmal komplett aufnehmen. Wir gehen jetzt mal rüber. Ich sag ganz kurz hier, ich bin der Rollercoaster, der Mitch, bei mir ist der Danny, der da ride. Sag mal Hallo. Hallo! Schön. Und wir gehen jetzt direkt in die Aufzeichnung vom Livestream rein. Viel Spaß damit. Das sieht gut aus. Ja, und ich habe gesehen, ich habe dich die ganze Zeit wieder gemutet gehabt. Ja, wunderbar, das kenne ich ja schon, ne? Ich hab das falsche Audiosignal offen gehabt. Kein Problem. Das machen wir Sag nachher. mal Hallo in die Runde, ja. Machen wir nachher mit dem Schnitt. Also, okay. Das ist der Trailer, der die Woche jetzt rausgekommen ist. Genau, richtig, ja. We'll check it again, sir. Was ja schon mal gut aussah, ne? So die ersten paar Sequenzen, die sie gezeigt haben, schon mal nett. Ja gut, das ist eine geskriptete Sequenz, ne? Ja. Aus dem Spiel. Man sieht dann aber auch die Interaktion dann mit den Spielcharakteren gleich. Ne? Und er flüstert dann quasi immer die Auswahl. Jetzt geht er hin. Ne? Und Ja. Who the hell are you? Stay frosty. Stay Frosty ist sehr gut, ja. The name's... Ease up. You want me to learn your name? Do what I say and live long enough for me to care. That's your Gladius. You ready? Aber Gladius fliegen ist schon mal angenehm und sehr nett, ne? ja. Let's go. Ich finde, Mark Hamill sieht auch wesentlich besser gestaltet aus als noch so in den ersten Aufnahmen, die man gesehen hat. So. Da sind die beiden. So gut, alte Chris. Hey everyone, so what you just saw was the latest teaser featuring Mark Hamill as Old Man, alongside the new Squadron 42 section on the RSI website. Go check it out, and while you're there, sign up for the Squadron 42 newsletter dedicated to sharing exclusive information and updates. Yes, definitely do that. And when signing up, you'll also hear some dialogue from the game. Correctly identify which star talent said it to receive a small reward. If you don't get the answer, you'll still be able to enlist for the newsletter. If 250,000 people sign up by Monday, January 15th, then all current backers will receive a special in-game Squadron 42 t-shirt for Star Citizen, a little like the one that Chris is wearing. Yeah, like this one. It's cool. Squadron 42, as a lot of you have known, has been in stealth mode for a while. But starting with today's show, we're turning the cloaking device off, and we'll bring you updates on the game's progress once a month as we march towards the release. Also, be sure to follow Squadron 42 on Twitter, Facebook, and Instagram to keep the latest updates and images at your fingertips. Also Chris Roberts sagte gerade, dass sie bis jetzt die Tarnvorrichtung quasi aktiviert hatten. Bei Squadron42, ne? Ja, war ja auch so, ne? Ja, ist nett ausgedrückt. Ja, wir hatten ja oft genug darüber berichtet und gesprochen auch, dass man nichts mitbekommen hat von dem Spiel. Jetzt werden die Tore aufgemacht vor Weihnachten, ist da hervorragend, ne? Das 22. Türchen ist auf. Squadron 42 Holiday Livestream. We're here in sunny, warm Winslow in the middle of December in the United Kingdom. And I'm actually flanked by the key directors on Squadron 42. The only one we're missing is Hannes Appel, who is in Frankfurt, Germany. He's our director of cinematics. But to my right is Derek Senior, our director of engineering. As an engineer, you know, you want to be challenged. You want to do new things. You want to problem solve. And this project is just because it's something that also erstmal eine globale Vorstellungsrunde der Jungs aus England, ne? That has been done before. Ja gut, das ist ja auch angekündigt als ATV, also das Around the Verse Format. Ja. And I have Nick Elms, who's our creative director on Squadron 42. Was denkst du denn jetzt, was vom Gefühl her? Wenn wir jetzt schon das erste Announcement haben für das Spiel, Squadron 42, wird ja heute keine Ankündigung sein, dass wir es runterladen können nachher, oder?
Ja, nicht, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nathan Disley, who is our art director on Also, Squadron mich 42. würde es auch wundern, wenn wir einen exakten Termin genannt bekommen. Ja. Na, also, das ist echt schwer zu sagen, wenn du die Vergangenheit dir anschaust. Man weiß ja auch nicht, wie weit die sind. Ja. Muss man mal gucken. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ne? A level in another game in detail, to pretty much kind of having the whole system to be able to kind of fly around at any one time, no loading screens, nothing like that. It's a huge undertaking. And I have Philip Mellor, who is our lead designer on Squadron 42. Hey everyone. It's an exciting project because this hasn't been done before. There's nothing like this. You know, this it's just this. I ramble on about it, but it's the scale. You've never seen anything like it. Okay, chaps, let's go in and introduce the rest of the team. So, los geht's. Zack, 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 zack. Ich sehe gerade, Sean Riker ist im Chat. Hallo, willkommen. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, einfach losschreiben. Hey guys. All right, so welcome to the third floor of Freedom House. This is where the nerve center Freedom House, auch nett, ne? happens. It's not the only place that development's happening. In the rest of the building, we have audio that's down on the ground floor. The audio department for Squadron 42, we are in some way involved in everything that you hear. So from music, which is mostly done by our external composer Jeff Zanelli. We edit that and make sure it all works in the game as it should. Sound design, ships, everything, planets. Das war's für dich, Mitch, ne? Of audio. Die Audioabteilung. We're involved with it somehow. And the same with dialogue. We take the performances, we wrangle them in such a way that they work within the context of the game. Ja gut, zumindest haben sie definitiv bei dem Singleplayer nicht mit den aktuellen Problemen in der PTU zu kämpfen, ne? Nee, die gibt's da nicht. Ne? Jetzt weiß man natürlich nicht, wie es mit der KI ausschaut. Ja. Und so weiter. Ich denke mal, es geht hier stark um Leveldesign, um Stabilität des Spiels, ne? Das sind so, glaube ich, die Hauptpunkte dabei. Hey everyone, this is the art department at Squadron 42. We consist of approximately 21 artists at the moment. We're strategically placed next door to the graphics department, VFX department and design department. That's generally a lot of communication goes on between those departments every day, pretty much every minute, to be honest. That's why we put everyone on this floor, to encourage that. Just to encourage a bit more collaboration. Generally, this team will cover anything from Idris in scale up to anything Nebula in scale for the game. The ship team that exists. Das ist mal ein schön ruhiges Arbeiten da, ne? Ja, kein Telefon bimmelt, nix. Ne? So, yeah, there's an awful lot to get on. Das ist ein Traum für dich, ne? Ja, das ist echt ein wirklicher Traum, ja. Alle mit den Headsets auf. Ja, jeder macht sein Ding, jeder hat sein PC, seinen Bereich, seine Arbeit, wunderbar, ne? As Nate called out, we have the visual effects team here. We have Mike Snowden, who's our visual effects director, and then over on this side is the Mike Snowden, der mit dem Edward verwandt. Das könnte gut sein, ne? Können wir mal Spekulationen in den Raum schmeißen. Sehr gut. The unique cinematic type of nature of the single-player experience means that we end up with a lot more focus on things like color processing and setting a certain mood in the scene. We also have some post effects that will feature prominently that are of particular interest to us because of the cinematic nature. So things like our depth of field is being improved and our motion blur and things like this. If we don't get them spot on, we won't achieve the cinematic look. Okay, jetzt reden wir natürlich über die ganzen Effekte und die, was sie da eben machen. Ne, dass sie das Sichtfeld optimiert haben und so weiter. Das sind natürlich ziemliche Basics. Ne? Das lässt jetzt nicht darauf hoffen, dass sie irgendwie sagen, es kommt in einem halben Jahr. So, Download steht bereit, ne? Bitte anschmeißen. Nein. Ja, das kommt mir jetzt vor wie so ein bisschen so eine ganz globale Vorstellung. Ne? Wir haben jetzt mal angefangen mit dem Spiel richtig dran zu arbeiten und das ist jetzt der Start oder der Beginn des Ganzen. Und wir legen jetzt mal los, ne? Mal gucken. Weapons, enemy archetypes that Squadron use that aren't found anywhere else in the project, as well as maintaining and adjusting all the existing assets that people use. John Cruvy, den kennt man ja auch aus den anderen ATVs. Squadron is a very different beast to the persistent universe
It's more linear, more cinematic, a lot more story elements than the persistent universe. Ja, das hoffen wir, dass es Cinematic ist. The way we set up and tweak things is a different rule set to the persistent universe. That's great. And then over in the back we actually have some embedded Wie man immer wieder hört, es reicht den meisten ja schon, wenn sie quasi ein modernes Wing Commander kriegen. Ne? Ja. Ja gut, ich denke mal, in die Richtung wird es auch laufen, ne? Wahrscheinlich aber ein sehr modernes. Ne? Ja. The embedded QA is actually really good for development. And I guess this way, let's see the rest of the design team. And we have production that's over here. Hi, I'm Zoe. I'm one of the associate producers on Squadron42. My role involves working with the other project producers on the day-to-day running of Squadron, as well as being producer for the Squadron42 level design team, which involves helping them solve their day-to-day issues, communicating with other teams and departments and other studios for the tools and tech that they require, as well as working with the design director to look at the priorities for the team. And then, Nick, so what do we have here? Yep, here we've got the level designers of Squadron42. Alles weihnachtlich, alles weihnachtlich geschmückt. Bei den Jungs ist Party. Making sure that they're getting the assets that they require, providing feedback, both from myself as well as from Chris and any of the higher-ups, coordinating with the other departments. Aber die Jungs machen einen sortierteren Eindruck als die vom Multiplayer, oder? These guys are working all the missions, everything. Ein bisschen, ne? Ein bisschen gesetzter, ruhiger Engländer halt, ne? Ah, die siehst du ja eigentlich auch zwischendurch immer wieder mal bei Multiplayer, ne? Auch wenn jetzt hier eben der Großteil von Squadron42 in Manchester gemacht wird, erstellt wird. Ja. Die kommen ja immer mal wieder zwischendurch auch in den ATVs zum Multiplayer oder zu Features generell vor. Ja, in den Shows vor, ja. Irgendwie haben sie hier eigentlich dieses ATV ein bisschen mehr mit Ruhe gemacht, ne? Was vielleicht auch daran liegt, dass hier Chris Roberts jetzt selber nochmal so ganz ruhig so einmal durchgeht, ne? Ja, genau, moderiert ein bisschen, ne? Ja. So as part of hey dude, ne? It's a lot of gunplay, making sure you can take down the bad guys. Hey dude. But for Squadron42 there's also a large social aspect. You know, you're on a big ship. You need to be able to see the crew go about the day-to-day business, but you also need to be able to interact with them and build a relationship with them throughout the story. Also got embedded gameplay programmers and also animation programmers and some AI programmers. Yeah, and then the rest of the AI teams in Frankfurt, which you'll meet in the Frankfurt portion of this video. Okay, great. Thank you very much, Derek. And all right, so here's the. Oh, wenn ich den Workscheduler sehe, da wird mir aber schlecht. Ja, und das ist ja nur der da hängt, ne? Das ist ja nicht. Die haben ja nochmal so ein Online-Tool. Hiding down here is. Das schaut schon ein bisschen anders aus. Animation lead, but he's a bit camera shy. Big camera shy, ist ein bisschen schüchtern. And sehr gut. And on this side is our tech animating team that is supporting mostly Squadron here. So anyway, so this is the Squadron42 floor. There's a lot of other people in other parts of the company working hard on Squadron42, but we thought maybe you could listen to them. And that's a Skype call for me to go to a meeting. There you are, Squadron42 coil catch-up. All right, there you go. I have to go. Jetzt aber. Joy to the world. Welcome to the Frankfurt office. I am Brian Chambers. I'll give you a quick tour and introduce members of the team that are primarily focusing on Squadron. MC Locker. Ja, aber richtig. First of all, we have the VFX team. Say hi, guys. Hey. Cool. Next up, we have Chris Campbell, our lead lighting artist. Oh, das ist aber auch die Hälfte im Urlaub, ne? A lot of the system designers right now are in a meeting, so they're not at their desk. Wir sind im Meeting, hörst du? Im Meeting, ja, genau. So you'll definitely see some of the stuff. Wir sind im Weihnachtsurlaub alle. Ich glaube, die haben auch bis Weihnachten eine Urlaubssperre gehabt, du. Ja. Always need to show off production team. Production team always has a big hand in working with people on a daily basis, tracking things up, making sure schedules are where they need to be.
This corner we have the AI team focusing on both NPC and ship AI. The difference between Squadron 42 and the persistent Francesco, universe is mostly that the Yeah. AI doesn't only have to be emergent and reactive to what the player does, but it also needs to tell a story. The biggest challenge that right now we are focusing on is the integration of the systemic behaviors with the cinematic scenes. We want the AI to still be completely systemic and emergent, play their own normal behaviors, their scheduled activities, but there will be moments in which the different designers will create a storytelling moment. The storytelling moment is mostly what we call cinematics. There will be specific elements that take control of the player character until the player decides to interrupt. So ein bisschen gefühltes Around the Verse gerade, ne? So. Ja, das ist ja auch ein ATV. Ist ja auch als ATV angekündigt. Okay. Ich hatte jetzt mehr mit so einer Live-Klamotte irgendwie gerechnet, aber gut. Nee. Holiday ATV. Hollywood ist gut, ja. Aber ich denke mal, so jetzt nach den ersten Minuten, ne, so erste Resümee, das ist jetzt so ein bisschen auch wieder, damit die Fans, die Baker, was zu sehen haben. Ja, glaube ich auch. Einfach ein Gefühl bekommen, ne? Weil wirklich die Rufe aus der Community wurden doch laut, wo bleibt denn jetzt Squadron und was macht ihr da eigentlich und so weiter. Also müssen sie es jetzt auch mal zeigen. Ja, wie der Stand der Dinge ist aktuell, wer daran arbeitet, ne? Ja. Genau. Hello. Cool, thanks. Ich meine jetzt gerade mit Francesco, der ist ja auch unter anderem für die KI dann da zuständig. Hauptsächlich macht er KI und wenn du jetzt im aktuellen 3.0 PTU dir die KI anschaust, dann kannst du dir vorstellen, dass da noch eine Menge zu tun ist. Ja. Aber es ist ein schönes Büro, das muss man mal stehen lassen, ne? Ja, das auf jeden Fall, ne? Ja, das ist sehr netter. Ja. Ach, hast du hinten die Plakate gesehen, so No One Lives Forever und so? Ja, voll, ja. And we are kind of the guardians of that, so we're making sure that it gets into the game unharmed. Noch ein schickes Zöpfchen. Heavy game, that is one of the biggest challenges. We need to make sure that all of the new tech plays ball with cinematics, so we can keep control over it, which is also part of the fun because all of the new tech is fun to play with. They're obviously fully focused on Squadron, not a shared resource. Ich gucke jetzt gerade, was haben wir? Day of the Tentacle kann ich erkennen. No One Lives Forever, dann Half-Life. Turrican, war da ganz links Turrican? Das kann sein. Muss auch nachher nochmal nachschauen, ja. Wenn es nochmal kommt. Oder nachher nochmal in der Aufzeichnung gucken. Hello and welcome Back in the to States, huh? sunny Los Angeles, which is also a lot warmer than Wilmslow in the UK. And we thought we'd introduce you to some of the team members. Das sieht aber auch so typisch LA-mäßig aus, ne? That are based here in Los Angeles. So if you head in with me, I will take you inside. Jetzt zeigt aber alles, ne? Alle Facilities, ne? Ja. Ah, hat er die Karte? Oh, jetzt pass auf, jetzt haben wir es sehen. So, Jungs, schaut, da geht auch unser Geld hin. Ist so, ist ein Fakt. Boah, die Tür. Das ist ja unverschämt, ne? Die ist ja mal geil, die Tür. Junge. Das ist der Lunchroom da. Ja. Boah. Hat der Gas gegeben da. Keine halben Sachen. Die Blueprints an der Wand. Chris Roberts macht keine halben Sachen. Meine Güte. Ich will die Monitore haben. Squadron 42, which is the writing room. Meine Güte. Writing Room, da wird die Geschichte geschrieben. I know quite a few people here from Lawmakers, but here's David Haddock, who's the lead writer here at Cloud Imperium, and Dave and Will Weisbaum here both wrote the Squadron 42 script together over quite a while, and about 1,700 pages. I think a few other of, I don't know, Adam, sure, Geschichte schreiben, ne? You contributed a few things for Squadron? So lots of wild lines from Adam. Mike is our newest member of the writing team. He just started about a week ago, and you know, Cherie from Lawmakers, and she takes care of all our Confluence pages. There's a lot on Squadron as well as Star Citizen. But
This is where it all starts. This is where the magic happens. The magic happens. Die Magie passiert. Super. I think I'm most excited about basically that kind of taking down the boundary between what was previously cinematic and what was gameplay, like having that ability to sort of walk around the ship and see all of these sort of side characters living lives and having sort of storylines that don't affect the main story, but are just there for the people who are interested in that kind of thing. Just making it feel believable. Ja gut, die Frage, die sich mir auch stellt, um mal kurz hier einzuhaken, ist nachher auch, ob jetzt überhaupt schon Content da ist, den sie zeigen können, ne? Ja, also was man so bis jetzt rausgehört hat, da sind sie auf jeden Fall schon ein Stückchen weiter, ne? Mit den ganzen Missionen und so. Ja gut, oder halt mittendrin, ne? Ja, jetzt gucken wir uns jetzt bei der 21. Minute und ich weiß nicht, wie lange das Around the World heute hier gehen wird, vielleicht eine halbe Stunde. Mal gucken, was sie noch zeigen werden davon, ne? Zumindest ein paar Sequenzen, ne? Halbe Stunde, dreiviertel Stunde und vielleicht hauen sie nachher noch eine Demo raus. Ja. Oder das war's dann, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja. Or doors open in environments and various other things. So that all happens here, and then there's embedded QA on that side. Ist das Trustmaster hier vorne? Ja. Zwei Stück. This is a little conference room. Also das Büro eben in England hat mir gut gefallen, das in Frankfurt auch, aber das hier ist ein Highlight. Right in front of us, which is Junge, ja. Definitiv. Boah, ist das geil. Work in the dark like vampires. Is the layout, Arbeiten im Dunkeln wie Vampire. Ja, sehr gut. The characters, you know, pretty much all the characters are done here in Los Angeles, and then we also do some ship and also kind of technical art set up for vehicles. It's on that side, but the characters are, you know, obviously a big part of Squadron 42. On the right-hand side here is well, Sean Office, who's our director of content. I'm responsible for all the pipelines that get any of our digital assets into the game. So whether that's a character coming through, whether that's an environment piece, prop, anything that basically comes out of a 3D package and goes into the engine, I'm responsible for that process and making it fast and easy. Because the Squadron 42 vertical slice that we're going to show is very, very character-centric, there's almost 100 characters, aber auch nur Polo-T-Shirts oder Polo-Hemden von Hilfinger, ne? Ja. Ja, gut, kannst du das leisten, ne? Ja. Den siehst du immer nur mit Hilfinger, immer Tommy Hilfinger. Ja, gut, die sind auch Amis, da kosten die Klamotten nicht so viel bei uns, Mitch, bedenk das bitte, ne? Ja. Kostet nur einen Bruchteil von dem, was es hier kostet, ne? Ich will ja nur gesagt haben, nicht er kann es sich leisten, sondern er hat seine Marke gefunden und bleibt ihr treu. Das auf jeden Fall, definitiv, ja. Also, steht da auf dem Whiteboard irgendwas? Da kann man nicht sehen, schade. Guck mal, selbst auf der Tür haben sie was draufgeschrieben. The biggest challenge of working on Squadron 42 as compared to the PU is that it's just a raw amount of characters. I think in Squadron 42 there's probably like, we have at least 150 characters. I know that in the VS we're showing at least a minimum. Du siehst aber auch, dass die Mitarbeiter totale Freaks sind. Ne? Du hast Leute mit Star Wars T-Shirts hier, jetzt Starship Troopers, ja. Das sind schon irgendwie Sci-Fi-Nerds zum Teil. Ja, das sind sie auf jeden Fall, aber es muss auch sein, glaube ich, für den Job, ne? Ja. Ihn kennen wir auch. Ja. One of the things I'm most excited about in what you're going to see in the Squadron 42 demo is the combat AI. And this is very work in progress. This is really our first big drop of this. But what we're seeing now is we're starting to get them to where they're reacting to us, they're running into cover, they're popping out, they're shooting, they're repositioning, they're talking to each other. And this is very early stage sort of stuff. So animation-wise, we've been going in. Man macht das Wort Early Stage. Ja. Und im Chat ist jetzt Sissy Tunes. Sissy, sei gegrüßt. Sissy, servus, hi. Hallo. From which we're able to start looking at and going, okay, well, we're going to reshoot this, or we're going to repose this, we're going to add... Er schreibt auch gerade nur die Nerds wissen auch, was die Sci-Fi-Fans wollen, hat er absolut recht. Das stimmt, ja. Ja, das Early Stage regen sich gerade die Twitch-Schreiber gerade auf und regen sich hier richtig auf, alle. Ja. Early Stage, what the fuck? animation and that animation feeds ja, das haben die erwartet. Ja, das ist das aber auch, was wir so oft schon gesagt haben.
haben, ja, Alpha 3.0 jetzt ist auch ein Grundgerüst für Squadron 42. Absolut richtig. Die mussten jetzt wirklich diesen Step schaffen zur 3.0 und alles, was die da jetzt drin haben, die künstliche Intelligenz, die Bewegung, Flugmodelle, Balancing und sowas, das brauchen die ja auch alles für den Singleplayer, ne? Alles für Squadron 42, ja. Darf man nicht vergessen. Ja. Ansonsten würden ja viele Sachen schon jetzt auch in der PTU drin sein. Also wären auch irgendwie in 2.6 drin gewesen in der Alpha, sind sie aber nicht. It's also the AI logic, the pathing between it, the blending of certain things, various different layers of animation that are playing all at once to create. Also im Großen und Ganzen ist das hier ein Erklärvideo, und zwar ein Video, was erklären soll, ja, warum das, was Chris Roberts erst gesagt hatte, das Spiel kommt Ende 2016 raus, utopisch war und ja, soll zeigen, was für einen Stand sie haben, ne? Ja gut, es stand einfach nur zeigen, wie wir arbeiten oder was passiert hier im Endeffekt auch. Wo arbeiten wir, wie arbeiten wir, welche Leute arbeiten hier, ne? Ja, und zeigen das, was passiert. Genau, richtig. Das ist eine Vita, was die hier machen, ne? Ja. And bigger stuff that has been teased before, that's all coming out of this area. So we're working really hard on Squadron 42. Wir sind Sci-Fi-Dampfer, schreibt sie. Das sind wir auch. Ja. That we're really excited to show you guys. With James, and then here we got another, that's Grace, isn't it? Bedford, I think. Yeah, I think that's better. That other hairstyle's a bit weird. All right, and so that is it for the very quick LA studio tour, and let's get to it. Jetzt gehen sie noch nach Osten bestimmt, Of course, oder? the talent involved in Squadron 42 doesn't stop with our devs. The game also has an all-star cast of actors, including Gary Oldman, Mark Hamill, Gillian Anderson, and Mark Strong, just to name a few. Jetzt gehen wir nochmal auf die Stars ein. It was pretty amazing working with that cast and using the cutting-edge full performance capture technology to translate all the subtleties of their performance into the game for you guys to enjoy. In Squadron 42, you will be stationed aboard various ships filled with characters that have their own distinct personalities, stories, and aspirations. Yeah, and while walking the halls, you can stop to chat with a character, overhear part of the conversation with someone else, or just stay focused on the mission at hand. Previously, we showed off an initial demo of arriving on your first posting in what's become known as the Morrow Tour. Now we're ready to highlight how this system has evolved. Yes, it's evolved quite a bit. The section of Squadron 42 gameplay we're about to premiere begins aboard the UES Stanton a little later in the story than when we showed the Morrow Tour, as you start your shift. So let's check it out. Also bin ich mal gespannt. Was wollen sie jetzt zeigen? The Work in Progress Footage features Gameplay from a segment of Squadron, also ein Teil von Squadron 42 und daraus das aktuelle Gameplay. Okay. Pre-Alpha. Work in Progress. Okay. Sag ich dir doch. Ja, ja. Nächstes Jahr Weihnachten. Ja. Battle Group Actual, this is the UEES Stanton updating status. We are in patrol position in. Idris, ne? Ja. Ja. Eine Idris. Schön am Abbauen, die Jungs. Ja, die Minenlaser waren gerade auch ganz cool animiert, ne? Ja, das war's schon. Stand-Up-Sequence. Siehst du, Weltraumanzug beim Aufstehen ist sowas von 2.0. Du, auch weil jetzt einige bei der 3.0 gemeckert haben, ne? Zieh deinen Raumanzug aus, lock dich aus, geh wieder rein ins Spiel. Und dann hast du keinen mehr an, ne? Genau. Ja. Nächste Item System läuft auch schon im Singleplayer. Ja. Genug Platz für die ganze Crew. I'm doing an unofficial survey. Does the food from the mess hall do a number in your stomach too?
Oh, das ist aber ein Schotter, du. Ja. Yes. So räumig. Hey, Sir. Ja. Messer sieht auch gut aus. Mhm. Hello. Kleines Schiff, ne? Ja gut, das wissen wir ja, ne? Ja, haben wir schon gesehen. Unten auch für die einzelnen Bereiche unterschiedliche Farben auf dem Boden, damit man sich ein bisschen besser orientieren kann. Brauchst du auch auf dem Schiff auf jeden Fall. Ja. Immer mit Beschriftungen. Mhm. Fahrstuhl. Auch sehr klein und dezent gehalten. Sir, if you're not too busy, I was wondering about the combat you saw during your last mission. What about it? Well, it's kind of funny. I'm a Marine, but I haven't actually seen any action yet. And here you are, a pilot, taking on outlaws face to face. Guess I'm just curious what it was like. Super fun. Just part of the job. Ach, auch schon mit den Gedanken, ne? Ja. I just try to focus on the task at hand and try to get through it without getting myself or anyone else counting on me hurt. That's what I'm worried about. Not even my own neck or anything. I just don't want to let anyone down. I'm starting to think that feeling never goes away. Good to know. Thanks for your time, sir. Ist alles. So, da geht's hoch zur Brücke. Jawohl, ja. 20 Stunden später. Oh, leck. Ja, so ein bisschen. Leck, leck. These idiot shooting pilots are flying way too close. Sailing, Captain wants all personnel on battleship rotations. I need you to send out scheduled updates to everyone's glass. Aye, sir. These OMCs seem to be riding pretty noisy. Let's load in a few more of the sweep trackers into the proxies. Standard boom. Ja, war eine Mustang. Lieutenant? Oh, hi. Nice to meet you. My name is Lieutenant Valen, comms. Oh, sorry, Lieutenant. Back to work. Stanton here, Chimera. Go for priority comm traffic. Also lebendig ist das Ganze schon mal. Absolut, ja. Ja, hier, der Captain ist jetzt bestimmt Julian Anderson, oder? Ja, natürlich. Und wir gehen erstmal wieder weg. Lieutenant? Ah, Turret. Lieutenant. My Lord, my Lord. Ja. My Lord. My Lord. Genau, my Lord. What's up? What's up? Super. My Lord. Wer das jetzt nicht kennt, was wir da gerade nachmachen, der hat Du musst einfach... ein Ding posten, ne? Geht das nachher? Ja. Ja, das ist ein Traum, das Ding. My Lord Star Trooper. Ja, schöne Sightseeing-Tour übers Schiff. Ja, aber auch wieder LODs gerade sehr spät aufgepoppt bei der Bank. Mhm. Ja, eine Pre-Alpha, ne? Ja, sie haben echt Performance-Probleme. Siehst du ja auch in der 3.0 PTU gerade, dass die Schatten ganz kurz nur geworfen werden und so. Ja.
Und das ist ja so eine Sache. Ja, als Chris Roberts angefangen hat, da konnte er auch schon mal ein Jahr lang noch mal was in die Länge ziehen, ein Release oder so, und konnte sich sagen, okay, bis dahin haben die Computer die entsprechende Rechenpower. Ja. Ja, da aber Murphy's Law jetzt inzwischen nicht mehr greift. Da ist was dran, ja. Ja. Ja gut, Sie müssen auch bedenken dabei, dass wir alles Spieler sind, die nicht unbedingt die ultimativen High-End-Kisten zu Hause stehen haben. Ja gut, sie wollen es ja auch nicht so. Sie wollen ja nicht diesen Ruf haben wie Crysis damals, ja? Ja, das wollte ich damit rausschmeißen, genau. Die werden es als Produkt rausbringen, was auch Jungs mit einem nicht ganz so heftigen Rechner spielen können. Ne? Ja, muss eben dementsprechend optimiert werden. Ja. Antriebskern? It's a hydrofluid bath designed to keep the temperatures of the antimatter generators down. Ja, Antimaterie-Generator. Ich muss aufpassen, dass er jetzt das Schiff nicht einschmilzt. Kaputt. Ich tippe mal, wir werden jetzt gleich noch einen Angriff miterleben, ne? Ja, vielleicht eine Mission oder so, mal gucken. Ja. Now that's the easy part. The trouble is getting the right amount of power to the right place at the right time without blowing everything up. Ja, wird Frankfurt noch Spaß damit der Übersetzung das Ganze nachher ins Deutsche, ne? Oder werden die nur Untertitel machen? Keine Ahnung, nichts von gelesen. Das ist noch nicht raus. Okay. Das ist noch nicht raus. Und wäre schon angebracht bei der zweitgrößten Community der Deutschen, oder? Ja. Ja. Was machen wir das, Mitch? Also deutsche Untertitel wird es definitiv geben, ob es aber eine deutsche Synchronisation geben wird, ist eben noch... Wird sich zeigen, ne? Wird sich zeigen. Was spannend wird, ist, ob wir auch eine Alpha oder eine Beta nachher zum Spielen bekommen, ne? Die Baker-Fraktion. Dass man auch hier an dem Singleplayer nachher mit rumtesten kann, eventuell. Ja, definitiv, ne? Die Evocati. Das glaube ich auch, ja. Die Evocati werden da definitiv eine Version kriegen zum Testen. Ja. Vielleicht eine Testmission, irgendwas in der Richtung, wo man alles nochmal durchlaufen lassen kann, ne? Ja. Das Interessante hier eben ist, was du siehst, dass die NPCs automatisch schon mit dir interagieren, die irgendwie was erzählen. Ja. Ah, Ian Gallagher. Yes, Game of Thrones, wer ihn nicht kennt. Oder Gallagher, wie heißt er? Ian Gallagher, ne? Oder? Ja. These OMC attacked a Navy ship in UEE space, and until the threat is neutralized, the Stanton will be remaining. Oder wie wir ihn nennen, ganz liebevoll Davos. Ja. Haben sie auch sehr gut hingekriegt. Ja, von den Animationen her haben sie es ganz toll gemacht, ja, absolut. Gut, aber haben wir auch einen guten Stand der Technik aktuell für sowas, ne? Ja. I look forward to hearing from them. Thank you for your time, Mr. Wexler. Well, you were right, Colton. That man is a complete ass. Okay, aber bist jetzt vom Reingehen in den Raum in diese Sequenz reingesprungen, ne? Ohne Ladezeit, ne? Das ist das, was wir auch gesagt haben, ne? Ja, das ist klar. Das alles ohne jegliche Ladezeiten läuft dann nachher, ne? Ja. Which brings us back to the mission at hand. Care to join us, Lieutenant? Zack, und wieder ist das Spiel. Take a seat. The Stanton will be staying in his current position to offer protection to the civilians aboard Shubin Station, while you do a full offensive sweep of the surrounding area to clear out any remaining OMC. Ja, das ist aber jetzt absolutes Wing Commander Feeling hier, ne? Ja. Da kriegt man schon so ein bisschen Gänsehaut über den Rücken. Aber 2.0, ne? Ja. Sehr gut, alles schon nice, auf jeden Fall, ja. Ja, klassisches Mission Briefing, ne? Webb, what's the word on scanner upgrades? Just finishing, sir. We should be better able to handle the interference from the coil now. Well done, Webb. Hopefully that'll help you find the Starfarer and any outlaws still lurking out there.
Wäre jetzt auch interessant zu wissen, ob wirklich hier das nicht einfache 2D-Render-to-Texture war oder wirklich eine Übertragung, ne? Wie sie gesagt haben, dass die ganzen zugeschalteten Sachen wirklich live übertragen werden ins Spiel rein. Da geht der pinkeln? Oh, wieder ein Leck. Eieieiei. Lieutenant, I know you're about to head out, but I've been meaning to ask. How are you finding the Stantons so far? Fine. It's been good, sir. Glad to hear it. Stanton's a good place to start a career. She was my first posting, too. She's a hell of a ship, this one. Kelly said you performed well on your last mission. That's quite an auspicious start. Tell me about yourself. Do you have family? I do. Yes, sir, I do. That's good. Having responsibilities outside the Navy helps ground your thinking inside of it. But be careful. Time is one of those funny things. The older you get, the faster it seems to go. Last time I saw my son, he was getting his equivalency. Next week, he's graduating college. I couldn't tell you where that time went. Point is, I know that you're trying to make a career for yourself. But don't let it get in the way of the rest of your life. That's good advice. You should do the same thing. Sir, have you thought about seeing him? That would be complicated. Aber die Gestenanimation ist schon nice gemacht, ne? Ja. I've kept you too long. You're dismissed, Lieutenant. Man merkt aber auch, dass die Charaktere richtig ausgearbeitet werden, ne? Also das ist ganz gut. Ja gut, da verliert das Spiel ja auch, ne? Ja. Ah, jetzt kommt's Mobiglass. Ja, nur ist auch rumbackt hier. Lieutenant, got word from the hangar crew that your ship's all ready to go. Just waiting on you. Okay. So, ab in den Hangar. Ja. Escape Spots. Ah, eine Rettungskapsel auf der rechten Seite. Rettungskapsel. Ja. Übrigens aktuell 21.000 Viewer bei Twitch. Ist recht mager, ne? Oh, ist okay, ne? War ja auch recht kurzfristig jetzt angekündigt. Ja. Und auch verschoben um einen Tag nach oben drauf, ne? Einen Tag verschoben, sollte ja erst gestern kommen. Genau. Und denkt dran, wir haben kurz vor Weihnachten. Ist auch richtig, ja. Das stimmt. Die meisten sind schon besoffen auf der Couch und essen Kekse. Ja, oder ist ja 12 Uhr mittags in Amerika. Ja, gehen shoppen gerade alle, ja. Ja. Multiflex Fisk 8. 1055 carbon steel blade. Simple, durable, effective. Ein Schnitzmesser. Ja, die Mission, ja, die Waffe für die Mission. Sauber. Rap. Okay, das ist jetzt rübergeflogen, Moment. Ne? Ja. Also auch. Is that all? Dann nimm die P8. Okay, erstmal nimmt er die Pistol. Sure. Ja, sure. The Gemini LH86. Solid balance. A good Jetzt in der Alpha 3.0 in verschiedenen Lackierungen vorhanden. Die P8 auch. In 2 verschiedenen. Nach dem Vibe jetzt habe ich mich heute nochmal komplett equipped. Okay. Ja. Is that all? Is that all? Jetzt nimmt er eine P8. Nee. Phased plasma rifle in the 40-watt range. Okay. Dann nimmt er die Plasma Rifle. Hey, just what you see, pal. Yeah, I'm good.
Also, du hast ja unterschiedliche Animationen, die dann zu gewissen Zeitpunkten getriggert und dann auch abgespielt werden, ne? Die Übergänge dazwischen sind wesentlich fließender, als man es noch zuletzt gesehen hat. Ja. Was man so bisher so ein bisschen gezeigt bekommen hatte von den NPCs. Das ist wesentlich besser geworden. Das hat ein bisschen hier was vom Millennium Falcon. Ja, hier mit diesem ausgepolsterten an der Seite. Ja, einfach nur ein Riesenschiff ist, ne? Ja. Ah, der Putzservice ist auch schon da. Best thing about everyone being at battle stations, lets me really clean without people getting in the way. Im Star Citizen Universum ist es ja auch so, dass quasi diese ganzen Roboter und künstlichen Intelligenzen gar nicht genutzt werden, irgendwie auch teilweise verboten sind von der Lore her, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Da steht jetzt wieder hier Mark Hamill, der Old Man, ja. Ja. I'm almost done here, kid. Just a few last tweaks. Hey, now that we've had a skirmish with the OMC and you've seen how they fly, you might want to make a few adjustments of your own. Oh, hast du gesehen? Ja. Personal weggebeamt. Ja. All right, let's get them out of there. Ready up. Zaga, get the door. No, I've never been on one of these. It's nice. Not as nice as a Bengal, but nice. Move it. Oh, come on, clear out. What? No, please. OMC's gonna have to teach you screw-tops some manners. Are you looking to start trouble? Always. Easier, though. Just trying to get a rise up. Did I get a rise out of you, Aldo? That's enough. Let's go, over there. The big one's coming out. The big one is coming out. Jawohl. No sudden moves. Relax, son. I'm not in a hurry. Yeah. Ain't like we're gonna be here long. Ain't like they're gonna be here long either. What the hell are you all going on about? It's very simple. We're OMC. And OMC belongs to Sato Khan. And Sato Khan doesn't like people messing with his things, you got me? Sato Khan? Is that your boss? Are we supposed to be scared of him or something? Yeah. Neuer, run up to the holding cells. Make sure everything's ready for us. I don't want to move them through the ship. Bis jetzt kann man das aber noch nicht so richtig Gameplay nennen, sondern eher so Scripting-Orgel, ne? Also ja. You move one single muscle. Ja, aber die Story wird so laufen. Du wirst halt deine Teile ablaufen müssen, dann kommst du an sogenannte Points und dann in den Points laufen Animationen. Die Cinematic Situations, die dann ja, natürlich, das Ganze soll ja auch erzählt werden. Ne? Genau, das ist genau die Story. Ja. Das ganze Ding wird voll damit sein. Ne? Du wirst auch längere Spielabschnitte haben nachher, wenn du fliegst und kämpfst, klar. Aber das Ding wird voll geproppt sein mit Story. Wo ist Luke? Der ist ja weg. Bin am Klo. So, jetzt ab in den Raumanzug. Ja. Hoffentlich sieht man jetzt auch mal so eine richtige Mission, ne? Ja. Ja, mal gucken, ne? Du steigst jetzt an, dann Frop, Ende.
Setz den Helm auf. Ah, den nimmt er jetzt erstmal nur mit, okay. Mhm. Ah, jetzt aber Sound und Tür aufgehen nicht synchron. Eieieiei. Woher weiß ich denn als Spieler jetzt, in welche Gladius ich hier einsteigen muss? Sehr gute Frage, ne? Ja, Ja, da, da fehlt ja was auf dem HUD. Hey. Ja. Na, das hat er noch nicht angeschmissen. Ja. Also, jetzt weißt du, das ist unsere. Ja. Zack. Equipped, okay. War ein bisschen tief. Mhm. Ja, das kennen wir ja alle schon so. Oh, macht er direkt Flight ready, komm. Ach. Baron 2, hold position. Systems green. Hold position. Attention, ready deck crew. Air shields up. Ja, die Stützen von der Gladius da vorne haben gerade rumgebackt. Mhm. Auch wieder eine LOD-Sache. Baron 1, you're up first. Copy that. Oh, da schon wieder, ne? Die ganze Zeit. Alright, gentlemen. Fire up. Square the deck. Let's light it up. You're clear for launch. On your cue. Launch in 3, 2, 1. Baron 1 is away. Take off approved, Baron 2. Es muss es hart versauen. Das Ding schön in die Wand setzen. Na, ganz leicht hoch. Nicht extra Chip. Nee. Er guckt. Den Leuchtstreifen an der Kleidung ist auch cool gemacht. Mm, ja. Man haben die ja auch auf den Flugzeugträgern so. Meine ich. Na, hier auch mit dem Go-Out-Service, ne? Ist ja wie ein Flugzeugträger. Original. Ja. Und ab der Fisch. Oh, jetzt ist aber hier Dia-Show. Eieieiei. 2 FPS. Uiuiuiuiui. Still a mess, but gotta admit it's better. Schicker Kondensstreifen im Weltall. Ja, die sind ja jetzt cool gemacht. Also da hat man ja erst gedacht, wenn die jetzt mit der 3.0 kommen, das sieht irgendwie blöd aus. Sieht gut aus. Die ersten Konzepte sahen auch ein bisschen blöd aus, aber inzwischen muss ich sagen, bringt was. Hat was. Ja.
Sie ist total fasziniert. Mhm. Hat gerade vor 5 Minuten geschrieben, dass die großen Softwarefirmen doch alle im Strahl kotzen müssten, wenn die sehen, was sie da zusammenbasteln bei Cloud Imperium Games. Ja. Oder versuchen, die zu verklagen, ne? Ja. Wie Crytek jetzt, ja. Da quatschen wir in der nächsten Show mal ausführlicher drüber, glaube ich, über die Situation, ne? Ja. Das machen wir auf jeden Fall, ja. So, Multifunktionsdisplays kannst du auch benutzen. Mhm. Funktionieren auch. Sind jetzt auch in der Alpha 3.0 wieder drin. Haben sie wieder angeschmissen? Haben sie wieder angeschmissen. In der Cutlass hast du jetzt auf der rechten Seite ganz groß eine Gegnerinfo in deinem Helm eingeblendet. Okay. Ja, dass ungefähr ein Viertel oder ein Fünftel vom Bildschirm weg ist. Das müssen sie nochmal überarbeiten. Das ist jetzt, glaube ich, nur so erstmal die erste Instanz, wie sie es reingebracht haben ins Spiel. Mhm. So, was ist das? Sprungpunkt? Das ist wohl höchstwahrscheinlich so ein Jump Gate, was wir bis jetzt auch noch nicht gesehen haben, oder was ist das? Ich denke, das ist ein Sprungpunkt, ja. Oder ist das, ja, das könnte auch... Doch, guck mal, ist ein Sprungpunkt. Ja, oder nicht, ne? Nee, ein Sprungpunkt war das nicht. Nee. Es gibt ja auch gewisse Zonen, die du nur über solche Gates irgendwie betreten kannst, also reinfliegen kannst. Okay. Oh, hast du gesagt? Oh, guck mal. Ah, das ist nice. Oh, das ist neu. Ja. Das so, Du hast also die Star Map jetzt unten im Radar drin und kannst darüber den Kurs festlegen. Ja gut, macht ja auch Sinn, ne? Ja. Ist eine Schiffsfunktion und die gehört da dahin auf jeden Fall, ne? Ja, kannst du direkt anvisieren im Schiff und sofort springen. Und wir müssen auch immer wieder dazu sagen, wenn ihr das euch anschaut, haltet im Hinterkopf keine Ladezeiten. Ja, das ist der Punkt dabei. Dafür ruckelt es vielleicht mal, ne? Genau. Ja. Aber seit wir jetzt die Demo angefangen haben zu sehen, das Ding läuft durch, ohne einen einzigen Loading. Eine Loading-Sequenz, ne? Das ist schon cool. Der Asteroid da hinten, der kommt mit dem Nebel so richtig anmutig. Irgendwie so wie so ein Matterhorn oder so. Ja, die ist aber auch ein riesen Kavomsmann, ne? Ja. Hier, das ist ein Starfarer-Wrack. Aber irgendwie sind die Beschleunigungswerte hier auch ein bisschen anders, ne? Kann das sein? Oder das so sieht die zumindest Speedwerte, aus. also jetzt gerade mit 700 Meter pro Sekunde. Weiß ich jetzt nicht, ob der Afterburner dazugeschaltet war. Ja, ich denke schon, ne? Ja. Da ist aber gut Terror da hinten. Ja. Sieht so ein bisschen aus wie die Badlands bei Star Trek. Ja, ja, stimmt. Ja. Ne? So schön zwischen den Klumpen durchfliegen. Oh, das ist echt Stress. Ei. Der Feindkontakt, ja, ne? Mhm. Ja. Ah, das ist das, was es ja seit ein paar Wochen als Wallpaper gibt. Stimmt. Die Szene. Habe ich sogar aktuell als mein Wallpaper. Ordentlich. We
We hear you, Captain. Go ahead. Pursuant of the UEE's salvage rights laws, I am hereby informing you that we found this wreck in good faith. Survivors were searched for and none found. All bodies recovered will be properly... That's great, Captain. But all we need to know is if you picked up any signs of a second starfarer in the debris. Okay, but I just want to make it 100% clear that this is legitimate salvage. I know what it means when officials come around. All of a sudden, clearing a wreck becomes stealing evidence and interfering with an official investigation. They are interfering. Wie winzig klein die schon riesengroße Starfarer wirkt, ne? Im Vergleich hier zu dem Bergungsschiff da. Ja. Do you know anything about a second starfarer or not? Hold on, let me check. Jetzt kloppen sie sich, wer hier die Bergungsrechte hat. And are we all done here? We got a lot left to collect, and it's not really smart for us to linger this close to the coil. We're good. Great. You're welcome, by the way. You're welcome, by the way. Wunderbar. Sehr schön. Auf jeden Fall kannst du schön im Singleplayer deine Flugskills ausbauen. Ja. Aber jetzt hat er unten auf dem Radar die Star-Map aktiviert und sieht eigentlich gar nicht im Radar, wo jetzt hier der Oldman ist, ne? Nee. So eine Patrol Point. Der ist so weit weg, glaube ich, ne? Ah. Der ist, glaube ich, nicht wie ein Navi unten, dass das mitscrollt, oder? Nee, sieht nicht danach aus, ne? Das ist eigentlich nur zum Navigieren, zum Eingeben des Kurses. Star-Map ist auch noch sehr rudimentär, da muss noch viel dran gemacht werden, finde ich. Ja. Aber richtig düster da in der Ecke, ne? Mhm. Ja. Viel Licht ist anders. Agent Trail, you there? Got something for you. Hey, Colton, I was just gonna call you. What's going on? You know Arkin Station? The Shubin base, right? Yeah, they got hit by the old sea. They attacked the station? Directly? That place is huge. We were able to stop them, but that's not why I calmed. They also hit one of Shubin's convoys earlier, and we have a starfarer still missing. We were hoping you might have heard something. No, nothing. I'll put word out and let you know if my people spot it. Thanks. Actually, you remember those slavers you dropped at the Asiento hub? It turns out there are more, a lot more. They're watching the base. They have a pretty extensive scan array set up there, so they might have seen your lost ship. If you want, swing by and see if we can figure something out. Sounds good. See you soon. Well, what do you say, kid? Continue the patrol or meet up with Trejo? Call it. Jetzt muss er ranzoomen, ja. Alles gut.
Trümmerecke. Haben auch viel am Soundtrack gemacht, ne? Und dieses dynamische Soundtrack-System, was eben je nachdem, was für eine Situation gerade vorliegt, auch dann die Titelauswahl. Okay, also dramatisch, schnell, langsamer, ruhiger. Genau, ja. genau. Ganze beeinflusst eben die Titelauswahl. Aber wo sind wir jetzt hier? Das sieht nach einem extrem harten Weltraumfriedhof hier aus, ne? Ja. Ja, da gab es wohl eine große Schlacht an dem Planeten und aus den Trümmern hat sich ein Ring formiert. Wahnsinn, ne? It says here she's 138 years old. Eyes up, Lieutenant. Something's definitely not right here. 140 Jahre alt. Ja. Zack. So, jetzt gibt's mal Ballerei. Ja, wenn das Fighten hier immer noch so ist wie momentan in der Alpha, dann kann das jetzt eine halbe Stunde dauern. Ja. Ja, okay, oder man nimmt eine Missile. Ja. Und klärt das Problem mal eben, ja. Du triffst aber auch keinen Blumenstrauß, hä? Eieiei. Musik ist schon gut gemacht. Wie eine Katze ist das. Mit der werden wir aber anders geflogen. Jupp. Alert coming in on the emergency channel. Agent Trejo, this is Colton. You copy? I hope we're not too late. Ah, jetzt macht das übers Mobilglas. Ja, das ist besser, dann doch ein bisschen größer, ne? Ja. Was springt der jetzt durch den... Nee, der springt nicht durch den Planeten durch oder den Mond. Der ist da vorne. Das ist da vorne, ne? Ja. Ja, ja. Das ist ein Traum für Piraten hier mit den ganzen Wrackteilen. Agent Trejo, this is Colton. Come back. Trejo, this is Colton. Come back. Let's take a look around. Scan the area. Hey, got something. Come on. Ja, unbekannter Kontakt. Da fehlt mir eben jetzt auch sowas wie, wenn er gerade sagt, wir sollen hier die Umgebung scannen. Dass du irgendwie noch auf einen MFT oder einen Knopf im Cockpit einmal drücken musst, um auch dann Scan laufen zu lassen oder sowas. Ne? Ja. Das müsste da auf jeden Fall rein. Alternativ per Spracheingabe nachher, ne? Ja, oder so. Ja. Was ist das? Ein Satellit? Ein alter? Ja. Ja. Da drin versteckt sich da jetzt irgendwas. Er fliegt einfach mal eiskalt da rein.
Oh Mann. Wir wollen jetzt wieder rückwärts wieder ausparkt. Ne, guck mal, da kommst du links raus. Ah. Na, Avenger. Mal mit technischen Problemen. That's Trejo's ship. What the hell happened? EVA over and have a look. I'll keep an eye out. Ja, aber da wirst du später richtig eintauchen können in die Story, ne? Ja. Ja, und wir halten fest, immer noch keinen einzigen Ladescreen, ne? Da kommt auch nichts. Nix. Wahnsinn. Unglaublich, echt. Laderampe auf, ja. Das mit dem Blitzen schon sehr schön gemacht. Mhm. Nobody here. Ship looks disabled. Keep searching. Tell me what you see. Keep searching. Ist nix. Ja, da ist ein Pad. Ja. Found a data pad. Trejo wrote the word slavers on it. They took her. Damn it. We know she was watching the base. Did she leave anything that might help us? Well, let me check. Yep, got something. Sending it now. Got it. Head on back to your ship, kid. I'll take a look at what's on these files. Das Lustige ist ja auch, dass der Charakter von Mark Hamill die ganze Zeit immer Kid zu ihm sagt, ne? Ja, die ganze Zeit Kid. Und wenn du daran denkst, dass Harrison Ford bei den Dreharbeiten zu Star Wars früher immer zu ihm Kid gesagt hat, ne? Weißt du, wo es herkommt? Ja. Sehr gut. Hey, Kid. Immer dieser Druck. Was ja auch gar nicht geplant war, erst für den Singleplayer, ist die Planetenlandung, ne? Mhm. Das soll ja jetzt auch dann drin sein. Okay. Ich denke mal, es wird auch auf jeden Fall drin sein. Einfach deswegen auch, weil du siehst, sie sind noch mittendrin. Ja, davon sind wir ja ausgegangen. Und dann im Singleplayer irgendwie lande auf dem Planeten, untersuche das Wrack oder so, ne, dass sowas kommt. Das passt jetzt hier, die Fabrik jetzt untersuchen, genau. Siehst du das da hinten gerade am Horizont? Ist natürlich auch geil, dass von den Trümmern immer welche mal in die Gravitation geraten und dann als Sternschnuppen runterkommen. Ja, aber die eine fliegt hoch, ne?
Na gut, kann ja auch sein, dass so ein Ding im... Abgeprallt von der Atmosphäre. Zu flachen Winkel kommt, ja, genau. Da kann man sich erstmal einfach nur zurücklehnen und das genießen. Ja, Cinematic halt, ne? Wie erwartet. Das ist ein Kinofilm, ja. Interaktiv kannst du mitspielen ein bisschen. Nur wenn ich jetzt selber spielen würde, wäre mir die Musik einen Tacken zu laut. Die würde ich so auf 50% runterschrauben, aber der Rest ist gut. Das können wir nachher alles schön einstellen. Ja, oder Space Travel Radio hören. Ja, oder so. Das ist die Fabrik. Ne, die ganzen abgestützten Trümmerteile, ja. Na, hier muss richtig die Post abgegangen sein. Sie sind auch wirklich hingegangen und haben von den ganzen Models, die sie bis jetzt erstellt haben, Raumstationen, Schiffe, große Kampfschiffe, was weiß ich alles, dann eben auch Wracks erstellt, ne? Mhm. Ja gut, müssen so den Torso nehmen, was abschneiden und irgendwo hinlegen, ne? Ja, abschneiden ist gut. Ja. Das muss natürlich auch wie du gerade auf der rechten Seite gesehen hast, da müssen dann Stahlgerüste rausragen und sowas. Ja. Das muss umtexturiert werden. Coruscant nach dem Angriff. Alles platt. Oh, da war auch noch Strom drauf links auf der Pipeline, ne? Hab ich gar nicht gesehen. Mhm. Aber ja, hier blinkt was noch. Ja, da ist was los. Ja. Ist nicht so verlassen, wie wir gedacht haben, der Planet. Ja, hier ist noch richtig was los. Hat ein bisschen was hier von Moon 44. Na, wieder Sequenz. Ah. Auch krass. Ach, damit schießen die Trümmer ab. Die Trümmer ab, ja. Ja. Na gut, jetzt fliegen sie extra langsam durch für die Demo. Ja. Ja. Damit jetzt hier ein bisschen Eye Candy kommt. Ab 450 Meter Flughöhe. Wenn das wirklich hier fast 500 Meter nach unten sind, 400 Meter jetzt. Mhm. Oh. Wobei die Flughöhe ja auch auf den Planeten, Monden mit Atmosphäre bei quasi Normal Null angegeben wird. Normal Null liegt, ne? Mhm. Ja, du kannst irgendwie auf 400 Meter kannst du schon landen, wenn da irgendwo kleiner Berg, Hügel, was immer da ist. Von Reika schreibt Hammer, er findet es obergeil, ist es auch. Ja, absolut. Ja. Gut, sie sind erst so weit, dass es eine Pre-Alpha ist, aber für eine Pre-Alpha ist es wirklich geil. Ja. Das auf jeden Fall.
Und meine Güte, wenn sie eben länger brauchen und wenn sie noch 3 Jahre länger brauchen, als sie geplant hatten, ist egal. Wie sagte Astro Sam, ja, da war gerade wieder ein schöner Ruckler. Ja. Aber wie sagte Astro Sam, und wenn es 2025 kommt, ne? Also. Ja gut, wir wollen es nicht übertreiben, ne? Ah. Ja, ich denke mal, dass sie im Punkt Star Citizen werden sie hingehen, werden irgendwann sagen 1.0 und die kommt jetzt mit 5 Systemen und die versprochenen 100, die werden jetzt, was weiß ich, alle 3 Monate kommen ein paar Systeme dazu. Ja, werden nachgeschoben. Ja. Wäre ja auch vollkommen okay. Ja, und irgendwann mit, was weiß ich, 1.5 bist du dann so weit, dass die ganzen versprochenen Systeme drin sind, die ganzen Features und dann kommt irgendwann Version 1.6, 2.0, keine Ahnung. Sie haben ja gesagt, sie werden es wirklich jahrelang noch ergänzen, was dazu packen. So, was macht er jetzt? Jetzt landet er da. Hinten links ein Sandsturm oder ist das ein Trümmerteil, was abgestürzt ist, ne? Da, irgendwas brennt da. Ja, irgendwas brennt, ne? Ja. Oh. Boah, weich war die Landung nicht. Ne. Shields offline. Weapon systems offline. Das ist auch noch so ein bisschen komisch, weißt du, dass so... Du kannst ja einfach auf Power aufgehen. Da musst du ja vorher jetzt nicht das Triebwerk ausschalten. Ja, Ready to Flight ist auch sofort abheben im Endeffekt. Ready. Ja gut, das war vorhin im Hangar erstmal nicht verkehrt, dass er nur die Systeme eingeschaltet hat, aber noch nicht das Triebwerk, weil dann kam ja auch erstmal der Funkspruch, ne? Ja, die Ansage. Jetzt kannst du loslegen, ja. Das werden sie sich da auch bei gedacht haben, deswegen haben sie es so drin. Aber im Prinzip, wenn du zum Beispiel im Verse unterwegs bist, du steigst einmal Flight Ready, fertig. Und das war's, ja. Ja, und wenn du EVA gehst oder so aussteigst, dann machst du eben Power Off. Ja. Shamline, jawohl. Aber das ist so eine Geschichte hier jetzt, das wäre ein Wing Commander erst recht nicht möglich gewesen, das war ein Freelancer nicht möglich. Zeig mir ein Spiel, wo das eigentlich möglich ist. Außer, wir hatten den Start auf der Idris, wir sind hingeflogen, wir sind durch diesen komischen Asteroiden, Badland-Asteroiden geflogen. Ja. Ja, wo wir hier mit dem Wrack von der Starfarer mal kurz diesen kleinen Disput hatten, wer darf das Ding jetzt bergen? Oder dürfen die das überhaupt bergen? Wir sind weitergeflogen hier zu diesem Planeten mit dem Trümmerring. Ja. Wir hatten den Dogfight, die Raumschlacht. Wir waren in den Satelliten, sind EVA gegangen, haben das Pad geborgen, sind wieder rein ins Schiff, sind jetzt gelandet auf dem Planeten und sind jetzt in der Station. Ja. Ich will gar nicht wiederholt sagen, ohne Ladevorgang. Kannst du aber, weil es ist einfach Fakt. Und die Demo läuft schon wie gesagt, wir sind jetzt fast knapp 30 Minuten Demospiel. Und kein einziger Jetzt schweißt der die Tür auf. Alter, wie geil ist das denn? Ne, das ist der Sicherungskasten, ne? Ja. Die Tür vom Sicherungskasten oder was es ist. Ja. Jetzt macht er hier Strom. Aktiviert er wieder das Licht oder was? Power Cell. Ja. Gut, sowas hat man bis jetzt noch nicht gesehen. Das ist cool. Override. Zack. Okay, ist aber jetzt immer noch die Helmtaschenlampe. Ja, wollte nur den Aufzug anmachen, ne? Ja, höchstwahrscheinlich das, genau. Ja, guck mal, die Arbeitsleuchten sind wieder an. Also schon mal Strom da. Da klaut er jetzt die Batterie. Na, das ist doch vernünftiges Tragen. Und rein damit. Zack. Und wieder ändert sich die Musik. Ja.
Und das Ding erwacht zum Leben. Colden, I got the power back on. Gonna head up now. I'll keep you posted. Ja. Gucken, ob da Action ist. Bin mal gespannt. Das ist der gleiche Fahrstuhl wie auf Levski. Ja, auch was anderes nehmen, ne? Passt doch. Oh. Ja gut, die werden irgendwie von ThyssenKrupp oder von Otis gebaut. Ja. Tata. Tata, genau. Tata. Da gab es ja heute bei uns in Essen auch wieder ein paar News. Damit die Mitarbeiter bei Weihnachten denken, ihre Jobs sind sicher. Geil, jetzt mal böse gesagt, ja. So. Control Panel. Also Item 2.0 funktioniert hier sehr schön. Ja, einwandfrei, ne? Ja. Ja, einwandfrei nicht. Das Highlighting und Auswählen macht noch ein bisschen Probleme, aber generell... Für eine Alpha muss ich wieder sagen, ist es okay, ne? Ja, wirklich. Was ist das Geschütz? Wir haben ja vorhin die Schreiber gesehen. Die Writer. Ja. Die sich ja so Sachen einfallen lassen eben. Ja, da ist jetzt ein Planet oder Mond, der hat die Atmosphäre, da ist ein Ring aus Trümmern rum, weil vor 140 Jahren da die Schlacht sowieso stattgefunden hat und die Trümmer fallen auf den Planeten und das hat dann so und so auszuschauen. Du musst dir mal diesen ganzen Entstehungsprozess überlegen. Das heißt, die müssen erstmal so ein bisschen mit den Codern Rücksprache halten und mit den Artists, so was ist möglich. Daraufhin lassen sie sich was einfallen. Dann geben sie es weiter an die Grafikartists zum Beispiel, die sich dann überlegen, wie kann diese Welt ausschauen, die dann die ersten Konzeptzeichnungen machen. Dann geht es weiter an die 3D-Artists, die dann hingehen, die entsprechenden 3D-Modelle entwickeln. Dann kommt der Sounddesigner dazu und so entsteht das Ganze hier nach und nach. Es ist dafür, dass da unten wirklich Pre-Alpha steht, ist es gut. Also das ist absolut, für mich schon einen Tacken weiter. Das Ding ist gut. Das Ding ist gut. Ja. Das möchte ich im PTU haben und dann möchte ich dich damit mal danke, wieder töten, ne? Genau. Ja, bis nach da, nein, Bums, danke. Genau, ja. Ist jetzt ein Insider, liebe Zuschauer. Ja. Das hat jetzt ein bisschen hier was von der allerersten Szene von Duke Nukem 3D. Super, stimmt, ja. Sehr gut. Plays. Das müssen sie definitiv noch überarbeiten. Das ist jetzt auch in der PTU noch komisch, dass du, wenn du was aufnimmst und hinlegst, du hast ja das Problem, wenn du in der dritten Person bist, in der Ansicht, dann hast du ja kein HUD mehr. Dann hast du ja keine Anzeige mehr. Theoretisch müsste es wirklich so sein, dass wenn du irgendwas in der Hand hast... Ach, da sind die Jungs wieder. Die Jungs wieder, ja. Dass du was in der Hand hast, dass du dann so ein bisschen, dass die Kamera zurückgeht. Und du dann viel besser auswählen kannst, wo kannst du eine Kiste hinstellen oder so. Ja. Aber kommt noch. Auf die Idee werden die schon selber kommen. Ich will ja auch noch mal ein paar Sachen im Spektrum schreiben. Zum Beispiel mit der Star Map hatte ich ja in der letzten Folge Mission Control mal gesagt. Ja. Bin ich noch nicht zugekommen. Das ist eben Weihnachten. Ist so. Gut, das sind aber jetzt auch unsere Jungs, ne? Da war es jetzt die Bösen von eben auf dem Raumschiff. Ja, das ist ja jetzt nicht so klar. Nee, ne? Wahrscheinlich. Och. Jawohl. Assassin's Creed. Ein Splinter Cell. Sneaky Mission hier. Colden, I found the victims. Looks like they're prepping some more for cryo.
Hä? Wer ballert denn da? Nö. Cool ist auch überall dieser Oldschool-Feuerlöscher. Ah, da. Schöne Infight. Grenade! Piratennest, ne? Ja. Haben die Marines wohl die Seite gewechselt. Aber die Munitionsanzeige ändert sich nicht, ne? Das läuft doch noch nicht so richtig, ne? Da unten, ne? Bleibt so wie es ist, ja. Hat die unendlichen Mumpe drin. Ja. God-Mode. Ja, genau. Die werden God-Mode drin haben jetzt. Ja. Und die Demo vernünftig läuft, ja. Stay alert. Come on, find him. Come on, find him. I lost him. Stay alert. You're here somewhere. Also auf jeden Fall kann sich da jede E3 oder Gamescom-Präsentation von EA, Activision, Ubisoft oder so mal ein Stückchen hier abschneiden. Ja. Oh, kommt da die Melee-Aktion? Sneaky, sneaky. Da ist sie aber auch noch ein bisschen ruckelig, ne? Mhm. Da ist er. Hey, Trejo. No, everything is okay. Can I help? Yeah, we got a little sidetracked. Super. Better late than never. What do you say about getting me out of these things? Das schreit ja nach einer Romanze, ne? Ich muss dieses Ding auch haben, ne? Ja. Das ist super. Damn it! Oh, you don't got any meds, do you? Give her meds. Thanks. I take back everything I ever said about you, Navy. Come on. I know what they did with my stuff. Idiots in the code in front of me. Trejo, we're on the move. Good work. Landing pad, we can evac her out of there. Agent Trejo, Lieutenant Commander Colden I'm said... not leaving till this is done. Agent Trejo is insisting on helping clear the rest of the base. Fine. Keep moving. I'll contact medical teams and her people to move in Fine. secure. Understood. And Lieutenant, Ja, der Schatten leckt auch ein bisschen rum. this is your op. She goes off again like what happened at the Sting, I'm pulling you. Oh, looks like this is your show, Lieutenant. Lead the way. Jetzt gehen sie raus. Ja, reicht auch. Ja. Now remember that this is still very work in progress and we have a lot of things to fine tune, but hopefully it gives you an idea of how fluid the story and gameplay will be in Squadron 42. You could be dogfighting at one moment and then engaged in intense ground combat the next, or back on your home ship spending time getting to know your shipmates. Speaking of ships, let's go to Jared for a special ship date. Ah, jetzt machen sie noch weiter.
Greetings, citizens, Ordentlich. and welcome to a special holiday edition of Ship der Shape, Disco. where we give a quick rundown on what's in the ship pipeline, who's working on what, provide interviews with developers, bring you the most up-to-date news on your favorite ships working their way to release into the Star Citizen universe, and sometimes, just sometimes, I get the chance to strut my stuff and answer some burning ship-related questions. I'm your host, Community Content Manager Jared Huckabee. Behind me, you see the ship pipeline, an ever-evolving, continuously refined network of phases, milestones, and requirements necessary before a ship or vehicle can take its proper place among the flight-ready of Star Citizen spacecraft. Whether it's from design to concept, from white box to gray box to final art and flight prep, this is the process to ensure you the best possible accompaniment for your Star Citizen experience. In this special episode, I'm excited to report on 2 ships that play pivotal roles in the upcoming Squadron 42, the single-player experience set within the Star Citizen universe. Up first, let's take a look at the ship that started life as a Corvette, but grew up to be the frigate we all know and love. Einfach mal hart seinen Bart eingegraut, ne? By Aegis Dynamics. Sehr geil. Ja, schönes Schiff auf jeden Fall. Das ist ja schon ein Pott hier, ne? Das ist ein Pott. Dann können wir mit allem Mann fliegen. Können wir schön unsere Schiffe drin parken. Wunderbar. Ist der gute alte Kern. Big Bay. Ja. Kantine. Mission Room. Ja, man darf ja nicht vergessen, Idris war kurz vor der Gamescom erstmal so weit, dass sie ja, ins Spiel bringen konnten. Flight Ready wollte ich jetzt nicht gesagt haben. Aber seitdem ist einiges passiert, wie wir sehen können. Ne? Ja. Meine Güte. Boah. The Idris is part of the UE fleet. So you got the Idris, you got the Javelin, and obviously you got the Bengal. So they're the big boys, the big guns as we called them. The original kind of idea and concept came from a collaboration Concept Arts and Ryan Church at the time. It started off as a much kind of smaller ship to what it is now. You can look back on the internet actually and find you know the original kind of concepts for that ship. It's small. What we initially did was we kind of we set it up as a small ship basically. So we followed all the guides for small ships. So like it's divided into chunks. Ich glaube, jetzt machen sie Around the World für dieses Jahr wahrscheinlich keins mehr, ne? Hard points on it just to make sure denke it nicht. could function like nee, ich denke auch nicht. Das ist der Abschluss, ne? Ja, das war jetzt das Special. Ja. Und dann geht es jetzt erstmal in die Hollywood-Seasons. Ja. Läuft ja fast schon 2 Stunden. Ordentlich. Ja. We were using, they weren't object containers, they were something else. I've forgotten the name of them completely now. But like, what was happening, they were trying to load and they were loading just piles. Aber auch interessant, was er gerade sagte, dass die erst die Idris viel kleiner geplant hatten. Ja. Wobei, so groß ist sie jetzt, ja gut, die ist ein Pod, aber so groß ist sie natürlich auch nicht. Du kriegst 3 Gladios hintereinander rein, sag ich jetzt mal. Exakt. Ich sage, wo eben auch die Türen auf waren in der Demo von dem Singleplayer. Ja. Wenn die beiden Schiffe drinstehen, sieht das gar nicht mehr so groß aus, ne? It's just kind of getting this kind of iterative process for all the new systems that are going in. And yeah, object containers is kind of like, it's one of the biggest. Aber es ist eben schon ein Unterschied. Im ersten Konzept hatten sie 2 Hornets drin, jetzt haben sie 3 Gladios. So pretty much every bit of new tech that's come into the ship
pipeline or like volumetric fog or anything like that has gone into the Idris first. It's been like a test ground for every other ship. It's the biggest ship and it's like the main hub in Squadron 42. So we want to get that right to set the standards for all other capital ships. It plays an integral kind of role in also es wird die Basis für alle anderen Capital Ships. That you kind of go back to an awful lot. So it needed to facilitate a lot more. Dann haben sie nachher wieder so ein modulares System und bauen dann die großen Capital Ships auf diesen ganzen Elementen auf. Ja, richtig. Die machen im Prinzip für jeden Hersteller ein Set von Assets. Ja, und die benutzen sie dann dementsprechend immer weiter. Ja, siehst du, jetzt ist ja modular wieder aufgebaut alles, ne? Ja. Ja. Facilitating all the things that are required in the script. And that's really cool actually, because it kind of feeds your inspiration as to what kind of various areas can be. So, you know, it feeds... ist ja jetzt hier, Idris ist von Aegis Dynamics, meine ich. All these things and wenn du da jetzt noch ein zweites, größeres Capital Schiff zum Beispiel siehst, das wird so ähnlich ausschauen. Da wird im Maschinenraum ein Kern sein, der so fast genauso ausschaut, denke ich mal. Ja, glaube ich auch. Türen, Gänge, ne? Jeder Hersteller hat so sein eigenes Design und das ziehen sie dementsprechend durch. Ja, glaube ich auch. In die Richtung wird das gehen, ja. So, ja, Gefängniszone. Maybe one day that'll happen, maybe they'll do something with that, but like, it's huge for a player ship. When I first started on it, I got lost in it, and I'm not ashamed to say I still get lost in it every now and then. You'll walk out the kitchen and be like, do I turn left or right to get to the nose of the ship, you know? We were putting a bunch of things to increase usability, so like the different sides are color-coded, one side's green, one side's red, and we got signposts everywhere. I don't think people realise how much this ship has. I think there is a lot of hidden places that people just don't realise, like pretty much every bit of the interior of the ship has been covered. There is not, we're actually struggling to find places to put more things into it because we were limited on the exterior, basically. We needed to get some airlocks into like the front section of the ship, and we're like, okay, where can we put these airlocks? And it's like, well, we can't put them on the side because of the angle of the front of the ship. So die Türen sind überall noch die gleichen Kratzer drauf. Space on the exterior part. Denke mal, bei so viel Liebe zum Detail werden die da auch irgendwie 10 verschiedene Türen designen. Garantiert. Ja. Certain sections of the ship that didn't make sense anyway, to fit certain rooms into it and just rejig things around. And I think it's all for the better. Because this ship is like very heavily used in Squadron, the interior was kind of set in stone when I first went onto it. So for a lot of the newer ships we've had set up, we've kind of been able to set up like, this is the engineering bay, this is the living quarters, whatever. For the Idris, it's also very small. It's not quite that clear cut. It's kind of everything's right next to each other and it's all very sort of tightly packed into the ship. But I mean, you start off with the hangar at the very base of the ship and it's huge. You can fit 3 ships in there and there's cargo capacity along the sides of the hangar as well. Along with cargo lifts to go up into the hangar bay on the floor above. But aber kaufen kannst du schön noch nicht, oder? Like a couple of staircases which will take you up to the main doch, deck konntest du zwischendurch. Pretty much everything else. Ja, ich stand gerade irgendwas von $3.500. At the nose, you've got like turret rooms, you've got the medi bay. Die war ja schon im Comset Sale. The living quarters, the captain's quarters, the kitchen. And behind that, you've got the more engineering side of things. So you've actually got schon Schmackofatz, ne? 3,5 Mille. Junge. Them as well if you want to just like talk to people and sort something out for the rest of your crew. And at the top, you've of course got the bridge, which is its own like self-contained beast with 11 seats in there, plus a radar. Well, the hollow globe. 11 Sitze auf der Brücke. It had a lot of interesting challenges. I think the original version of the hangar had, for example, like the main access for the hangar was right in the middle of the hangar. Like these ladders came down out of the ceiling, which baffled me at the time. So it was really kind of working out kind of interesting ways where you can clear that runway space, and it is a runway at the end of the day, but also open up access to, it's the heart of the ship, so open up access to the rest of the ship. And I was very kind of keen at the time to open up as many kind of portals of opportunity, I kind of call them, where you can see through into other sections of the ship. So you can walk out of the hangar, for example, you can walk for a good 5 minutes and you kind of double back on yourself, and all of a sudden you're looking back down into the hangar. And there is a degree of, you know, when you land, you look up and you can see these areas, and it's like, okay, I want to get there, which feeds into the narrative of certain kind of chapters in Squadron as well.
So it's really kind of cool to just kind of link all that together. So when you're in this kind of hangar environment, and you're looking at this kind of cool, calm habitation area, the two conflicting. Ja, ein kleiner Flugzeugträger, ne? Ja, wirklich and kleiner. it makes the ship feel, even though it's huge, it kind of makes it feel a bit more personal. Bin mal gespannt, ob sowas kommt, so à la Battlestar Galactica. Oh, so ein großes Ding. So mit Katapultstart oder so. Also richtiger Bot, ne? Ja. And it's where you can have a lot of downtime to get used to talking to other characters, getting to know the people on the ship, to try and get like this like emotional like connection with everyone. It's your main base essentially. So Squadron42 is probably one of the main ones we've been gearing it towards. Oh, Mitch ist müde. Oh, hat man das gehört? Ja, gesehen und gehört. Collaborative gameplay is probably like where this ship is going to excel compared to other areas. You're going to need a big crew to run the ship. It's not like any other ship. Ich habe ja momentan unsere Webcams aus dem Stream. Hervorragend. Nur unsere zarten Stimmchen. Ne? And you're going to need to be able to communicate with the rest of your party. You need a crew to really fly this thing. We've got a bunch of like seats on the bridge, and what we've done is each seat has a different priority. So the pilot seat has priority over the engines, and if the pilot seat is then left unoccupied, if you have a co-pilot sitting in the co-pilot seat, they have priority on the engine. So the pilot can, I don't know, if they get killed or go away or something, then the co-pilot will take Okay, Sie haben also verschiedene Prioritäten drin. They also will be able to do their own thing. Welche Stationen, welche Aufgaben then you have the übernehmen weapon kann. seat, which controls the gun. But the pilot can also control the gun if the weapon seat isn't being used. There's this sort of interlaying like dependency on the seats. So it's just worth Abhängigkeit voneinander der einzelnen Stationen. And one person won't be able to do it all. Natürlich auch wieder dieses Eltern-Kindern-Prinzip von der Programmierung her. It's going to hit people's like nostalgia of old like Star Wars movies. I think that's my most exciting part. We have a kind of ongoing little giggle about it. It kind of is good at everything. Like there's nothing that I don't feel it's particularly weak at for that size of ship. You can carry obviously three kind of Gladius small size fighters in the hangar. We also have the Argo utility vehicle, which tucks into like a subdeck underneath the ship, which is really interesting. It kind of drops down like the Aliens dropship scene, which is sweet. And then you've got pretty much everything else that it can do as well. You've got multiple turrets across the top and the bottom of the ship. You've got the huge railgun at the front, plenty of cargo space to the side of the hangars. It's a level. Like there's so much stuff in this ship that's actually physically flying through the universe with people sat in it. And all the VFX ist staying with it, and all the fog ist natürlich auch dieses Level-in-Level-Prinzip, ne, was wir hier bei dem Spiel haben. Everything in there moves. Dass so ein Schiff technisch gesehen ein Level ist. So it's really impressive, and you just get these moments like when we were. Das war ja auch so ein Problem, was wir ja jetzt auch schon mit Alpha 3.0 einigermaßen in den Griff gekriegt haben. Gelöst möchte ich gar nicht sagen, aber zumindest in den Griff gekriegt haben. Looking out of the side window, dass du wirklich dich durchs All bewegen kannst in diesem Level. But you get these moments that completely kind of change your attitude to things, and it kind of makes you want to go even further. It's hard, like it is really hard to do that stuff, and you can kind of, it takes its toll on you as an individual. But then you get these moments, and you're just like, yes, this is what makes it all worth it. The Idris, originally envisioned by celebrated concept artist Ryan Church, is one of the signature ships appearing in the upcoming Squadron 42. I'm pleased to announce that much like the Javelin we discussed last month, due to its size, the Idris is in all of final art phase, where in the hands of the Squadron 42 art team, they're currently working on the various set dressings and special lighting setups necessary to turn it into one of the many cinematic locations you'll visit in the game. It's this combination of immense size and impressively cinematic Squadron 42 game needs that means there's still plenty of work left to be done before this vessel moves into flight prep. But you can be certain, when that time comes, we're going to let you know. Moving along to another ship playing an important role in the story of Squadron 42, let's take a look at the current rework of the little penguin that could, the Aegis Avenger. The Avenger is one of the original, way back in the day, ships that went into the game.
it was actually me that kind of concepted that one. Jetzt mit der Avenger weiter. Du hast deine auch noch, ne? Ich hab meine auch noch, ja klar. Like an old school police vessel. Back in the day, they got repurposed. It was at the time, it was sort of very kind of favorable to. Du hast ja auch die Titan geholt, ne? Da können wir beide dann nachher Gefangenentransporte machen. Over time, that progressed, where we've got, you know, several different modules. Ich habe aber auch in meiner Freelance habe ich auch, glaube ich, eine Knastzelle mit drin. Okay. Okay, die Zellen sehen da anders aus. Ja, das haben sie komplett redesigned, das Schiff, ne? As with all things in the UK, we decided that the ship wasn't big enough, so we decided it needed to be scaled up. It wasn't just for the sake of doing it. Like the main reason for that is since, you know, 3.5, 4 years ago, you know, the game's. Ist sie jetzt schon in der 3.0 drin? Ich habe mir nämlich die Avenger noch gar nicht angeschaut. Nee, ich auch ganz ehrlich gesagt noch nicht reingeschaut, ne? So, for example, like the ship components have gone in, and by the time you put the ship components into what was a small ship, you got no room to maneuver, and it was very tight anyway. The original Avenger had that kind of crouch space in the middle, so we wanted to get away, you know, do away with all that. And basically make the ship easily traversable either in gravity or in zero gravity by expanding the middle section and kind of größeres Schiff, besser zu treffen. You know, accommodate all the components from tech design. You can sleep there, you can walk there basically, rather than having to go into this kind of crouch pose, which created all. It's mehr ein Space Shuttle, ne? Yeah, that's all gone now. The changes we've been making on the Avenger have been bringing the Oh, er hat aber auch Pfeffer im Popo, wa? Alter Falter. Adding a little bit more grunge because it's da hat die Coke Zero aber nicht angeschlagen gestern. UE is the Advocacy's main combat vessel, and I wanted to look like it's been around a bit longer and seen a bit of action effectively. So we wanted the textures to have a little bit more grunge, things look a little bit more worn, a little bit kind of more used effectively, and we wanted just to polish up the geometry on the ship as well, just give it a slightly cleaner aesthetic without kind of losing any of the design cues that people enjoy about that ship already. The biggest challenges with the Avenger was scaling it up whilst not kind of distorting the design in any way. You still wanted the cockpit and spaces to feel quite enclosed, but we didn't want to change the proportionality between the bounds of the cockpit and the ship itself, because it's all quite intrinsic in the proportion of the design. So a lot of that has had some rework and some back and forth, but I think we're quite happy with where it is currently. The interior has got a lot bigger. Whilst we've done this rework, we obviously wanted to fix the component issues. We wanted to sort the middle section out so it's traversable easily. The cockpit's generally got a little bit bigger, so the camera's got a bit more room to maneuver in there. And we've also sorted the rear ramp out, so you know there's no collision issues there now, especially with the new components. We're finding with a lot of ships, once they compress, that whole metric that you work to kind of goes out the window, so you have to give yourself a bit more of a buffer to work with, which we've done here. So you know, should you land quite heavy on the rear, you're still going to be able to get in that ship no problems. Also ich meine, die ist noch nicht in 3.0 jetzt drin, das wäre mir aufgefallen. Nee, glaube ich auch nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Meant to have an interior in the first place. I think it was just the cockpit, and then that was kind of retrofitted, and now revisiting this ship, we felt that... Eine ganze Ecke größer geworden, ne? Meine Güte. Ist immer noch ein Einsitzer, siehst du, war ein anderes Cockpit, was wir gezeigt haben. Anderes Cockpit, ja. Gone back in and we've done those changes, yeah. We've got the 3 different variants. We've got the Stalker, which has the prison pods in the back, and it's the one where, you know... Alles cool, Gefangentransport ist schon lustig, ne? Ja. It's the cargo ship, so you can put a limit. It's not got the biggest cargo capacity because it's still a fairly small ship, but you can put cargo in there, and then we also have the Warlock, which has replaced the entire back area with an EMP device. That whole kind of system came about really from the Retaliator stuff that we've done, where we started thinking about, like, you have like different versions of the ship in the game, should we say, without having to kind of go in and redo the whole ship all the time. Obviously that's very kind of labor intensive and kind of it's intensive on the engine as well. So it's really about kind of swapping sections out as quickly as possible. So the EMP was, I think it was done, 3 years ago now. And it's massive, like it's the ship's main kind of weapon, shall we say. It completely replaces the whole cargo space or the bounty hunter space.
cargo space is what it is. I mean, it's just not too much more I can say about that. And then the bounty hunter, what's really interesting about that is the way that you can configure the rear of the ship. So you can have 6 of these pods, cryosleep pods, where you kind of chuck people in, or you can potentially have 3 on one side and then clear the other side for cargo, vice versa. So it's kind of quite customizable, which is kind of interesting. But it's also not incapable when it comes to combat. It's a medium-sized sort of ship, so it's quite maneuverable, and it will be quite versatile when it comes to finding yourself in a combat scenario. I think it's one of those where it'll make quite a good sort of entry-level fighter. So anyone that's just got into the game, you're quite enjoying you start a ship and you'd be like, oh, I want to move on to a bigger ship. I think the Avenger, if you don't want to spend as much as on the Gladius, say, the Avenger would be quite a good next step for you. And also, if you want a ship that can do a few things, it's like, get the Titan. It's got cargo space. So if you want to move some cargo, you got a ship that can do a bunch of things, and it's not too expensive. I believe, obviously, yeah, there's going to be missions where you're going to have to kind of go out and capture people. Long-term solution with, obviously, within the PU now. I mean, that's definitely for Squadron. That's die guten alten Gefängnismissionen. So those kind of mission types will, I imagine, turn up in the game. Like I say, I'm not a designer, so I don't want to speak for those guys. But also, I can imagine that there will be wanted signs up for various people, like real players, so if you can catch them, which makes it quite exciting and whatnot. So yeah, you'll be slinging them in the back of the Avenger or the new Hawk, I imagine. So yeah, one or the other. I find myself wanting to put a giant bullhorn on top of it and fly it around the galaxy like I'm a blues brother in the Bluesmobile. Is I the only one? Yeah, so geil, ne? One of my favorite movies, Don't Judge Me. With the continuing development of Squadron42 necessitating a rework on the Avenger, the ship is currently with the Squadron42 art team and in the final art phase, specifically the final modeling and surface tweak stage. Now when that team has completed their work, it will move back to the Star Citizen art team, where they will make any adjustments necessitated for the specific use within the persistent universe, before it then moves on to flight prep and then its eventual release into your hands. I just need to convince them to add an item port to the top so I can advertise my own rhythm and blues music review. It's a good movie. From the soaring adventures of Squadron42, we travel through the tough terrain and terrestrial trade of Tumbril. Yeah. Ach, jetzt With kommt an der neue interview Panzer. about the latest concept offering from our newest manufacturer, the Tumbril tank. Let's take a look. Let's take a look. This is our first sort of trip into looking at large military vehicles, land-based vehicles. So this is the heavy tank. It's a really big tank. It's bigger than many tanks I think exist right now. This is like a 12 meters long, 5 meters tall, 9 meters wide tank. Das sieht nur komisch aus, ist so eine Franzose. Allows the player to stand upright in the tank. He won't have to crouch or to have some weird stance like in the Rover or some other vehicles. So this is built by Tumbril, which is a relatively new company in terms of the sort of art style that we've been working with. And this is the large battle tank basically. So this is like the size of a small British house. Tumbril apparently has been making tanks, military hardware a long time ago. We've introduced it with the Cyclone, and at the time I think we've teased that it did tanks in the past. And this is, well, one of their best designs. This is a super heavy tank. It's really well armed, really well protected as well. And yeah, it's obviously good against a tank. Ja, ein Tank. This is a tank. Das sieht schon mal interessant aus, sag ich jetzt mal, ne? Ja. Das ist dann the world of Star Citizen tanks. At the front, like most tanks, where basically you can't fire. It's made for ground vehicles. Es hat irgendwie so ein bisschen was von Command & Conquer. Alter Verwalter, ja, und immer was Neues noch mit dabei, ne? Hast du einen Tank hinten drin und gehst am Bodentruppen spielen. Ja, mit dem Tank. Mit dem Tank. Ja. Und vorne im Cockpit sind dann die Porks. Ja, den haben sie aus dem Louvre geklaut, immer den Kollegen Lackschüler. Alter, übel, ja. Ist ja gar kein Halloween, ist doch Weihnachten. Was ist denn da los bei denen?
Jetzt wirst du aber, jetzt wirst du persönlich. Sort of very modular, Ja, ganz langsam. Ich bin noch ein wenig müde mittlerweile. Swap out the main turret for different abilities. The modularity mainly is in just the two sections. So you've got the main turret and then the body. Donk. So the body is the sort of the main rolling chassis. We can swap them out. You know, maybe that you have two huge railguns, maybe you've got anti-aircraft. Wie viele schauen denn jetzt noch zu? You know, just, die sind auch weniger geworden. Ja, es fällt stetig, ja. I guess that's to be sort of worked on and figured out as part of the whole gameplay experience. And in terms of construction, you know, it's quite, you know, there are similarities with the Maybe it's a donk. With the Cyclone. Ja gut, aber dann kannst du auch mit Panzerschlachten rechnen, ne? That one had a very Gott sort of im Himmel. signature sort of exoskeleton. World of Tanks packt ein. You had a framework that was very visible that ran around, and then everything was sort of bolted onto it. Obviously, with a tank, you want it to be heavy, you want it to feel robust. So that frame isn't visible from the exterior, but it is from the interior. So so a lot of the sort of line work and design theory is more visible on the interior. So again, it's got that sort of Ach, gut bewaffnet, der Kleine, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Alter Falter. Ein bisschen Feuerkraft. Ja. Oben die Badger-Repeater, dann das dicke Rohr da drunter, dann die Raketen hinten. Ja. The turret is separated from the body, so the gunner is not going inside the turret, like in some tanks that we know actually. The gunner might be close to the turret. This is not the case. Ich habe irgendwie das Gefühl, er kommt so aus dem französischen Sprachraum. Da könntest du unter Umständen recht mit haben. At the front there's a driver and a gunner, well, that works on other systems. There is enough space inside to take care of the components, like if a component starts to overheat or whatever, you can repair it or change it while you're inside the tank. There is tu den weg. Da kommst du gar nicht drauf klar auf den armen Kerl hier, ne? Ne, der kann nichts dafür, ich weiß, aber der ist echt anstrengend. Easy entry point. This is not like tanks where you have to go bonk. This kind of stuff. On the side of the tank there's also side skirts, protection side skirts. Er muss wirklich noch ein bisschen an seinen Akzent arbeiten. Das kriegt er nicht mehr hin, Mitch. Der Panzerzug ist abgefahren. With the suspension Donk. of the tracks. We haven't gone wild with this. It's more of a natural progression. Tumbrel isn't a wild manufacturer, so we've sort of tried to keep it in fiction. And so, you know, you look at it, you know, it is pretty solid, but it's not, you know, it's not full of trinkets. It's, you know, it hasn't got reactive armor plastered all over the sides. This thing has a shield, so we don't need to worry about that. You know, it has got obviously. In terms of its construction, it looks solid. Ich freue mich schon drauf, das Ding aus dem Orbit abzuschmeißen, auf dem Planeten. But beyond that, you know, it's relatively am Fallschirm kommt es runtergesegelt. Ja, ja. An so einem Hydro-Fallschirm. Countermeasures, you know, it's got some anti-personnel guns on it. It's got its main barrel. Heavy Donks. There's an S4. And then kriegt sich nicht mehr ein. Alter, das ist echt hart. Echt hart. Aircraft, etc. And that's pretty much it. I mean, I think that's going to give you a good shot at staying alive. And if there's a few of you in these things, then you know it should be pretty imposing. You know, I'm sort of looking forward to the day when players are playing the game and you're on one of the moons or one of the planets and you're sort of looking at the horizon, and then this whole battalion sort of starts creeping over. I think that's going to be, you know, that's kind of like a classic World War II. Also nachdem DICE ja eigentlich fürs kommende Jahr hier angeblich Battlefield 2043 geplant hatte, ne? Und sie jetzt doch wahrscheinlich Bad Company 3 machen werden. Also spätestens, wenn sie das hier gesehen hätten, hätten sie sich gesagt, okay, wir machen lieber Bad Company 3. Machen Haken an das Thema, ne? Ja. Yeah, I think it's gonna be pretty cool. Every kind of player Nein! At some point. Well, this is a must-have. In a game, if you can't make a tank, obviously, you need to make a point. A tank. If you make a tank. Many players want a tank, but I think developers wanted a tank as well, so they're really happy. Für jedes Mal Tonk tritt ich hier vor Schienbein. Sein Lieblingsmärchen ist Honky Tonky. Honky Tonky, genau.
a cyclone or a bike or whatever. This is where you got a big tank, big protection. Das ist gerade Shitstorm im Chat. So, and hopefully we will get big explosions from that as well. Inspiration-wise, obviously we're pulling from the work that we did on the Cyclone and continuing to push. Come to where the tonk is. What is the los, Junge? For me, it's always the time. It's the timelines that are tricky. So, there's a lot of stuff that you want to cover and you want to try and figure out. You don't necessarily have all the time. So that's why I sort of see this as our sort of entry into this side of things, and we'll continue pushing it. We'll continue pushing materials and sort of working on that tumbrel manufacturer influence. And in terms of real world reference, that's the beauty of the internet, right? In terms of there's no shortage of information on tanks, APCs, futuristic, old school stuff. Wenn er jetzt noch 2 Minuten quatscht, falle ich in Schlaf. Das dauert nicht mehr lange. Kurz vor einem komatösen Zustand. Sort of, Hammer, Mann. That's cool, but how do we advance that? How do we move it forward? How do we make this tank look like it's not? Das Ding sieht wirklich aus wie aus Command & Conquer, ne? Everybody knows what a tank should look like, so it's kind of you're always treading that line. Also besonders innovativ waren sie da eigentlich nicht. Nee. Aber es passt, finde ich okay. And then I think, if we want to do the da wird noch mehr kommen. Das ist da lange nicht alles. Die dürfen sich da austoben, die Jungs. That's when we can really sort of start pushing out of the bounds of what. Solange es Geld bringt, dürfen die machen, was sie wollen. I really like tanks, so Nein. I'm really on the first tank of the game. Das ist für mich jetzt das Highlight des Abends, ne? Ja, für mich auch. Other tanks later on, it would Cut! Smaller after that and probably closer to what we have, where ich träume nachher von dem Vogel, ne? It's a tonk. Have you seen the tonk tonight? Whereas this one is Je ne sais pas. a big tank. You get inside, you walk inside, you can change the components, you can go see if the other crew member is fine or just open the door and fire through the door, this kind of stuff. So yeah, this is not your usual kind of tank in games. This is not your usual kind of tanks that you could see in real life. Unless you are talking about some crazy... Das ist schlimmer als Zahnschmerzen kriegen. Du hast einen neuen persönlichen besten Freund. Donk. The name is nice as well. Tumbril Nova, so I think we got some really interesting lore about the tank as well. We get some proper ground vehicles on that. The tank is coming this soon into the game. This will be really nice for every kind of situation. Ich mache echt ein Gewinnspiel. Wenn einer weiß, wie oft der Kollege gerade Tonk gesagt hat, hau ich einen Preis raus. Ende des Jahres, echt jetzt. Das ist der Hammer. Gibt's einen Das ist ja Steam Key? Wahnsinn. Gibt's einen Steam Key? Ja, echt, das ist ja Wahnsinn, echt. This will be really nice, like there's every kind of situation that has been planned outside obviously of falling from space or... Wie würde Astro Sam jetzt sagen, er erzählt viel und sagt wenig. Also, Alter, ja, aber... We're wrapping up. Wenig Inhalt. Which I always really Ganz enjoy. wenig Inhalt. Ja. We're sort of really pushing on sort of, dass so ein Tank auch die Funktion eines Tanks haben sollte. Unfassbar, oder? Ja, das ist doch ziemlich klar eigentlich. 6 months, I would say. Go back. Kannst du die Türen aufmachen, kannst du auf andere Sitze setzen und kannst am Schlüssel drin, damit der Motor angeht. Ja, und feuern kannst du damit. Und feuern, ja, sorry, umfahren und feuern. Sorry, hatte ich vergessen. Absolut richtig, ja. Also bis jetzt die schwächste Präsentation. They won't let me say it. Yeah. The Tumbril Nova has completed concept phase and is currently available to pledge for on the Roberts Space Industries website. It's an exciting addition to Star Citizen, and I'm looking forward to the day when we can see battles waged across land, sea, or air. Yeah, I still won't like it. Das ganze Ding ist natürlich jetzt im Concept Sale, ne? Ja, natürlich. Das war eigentlich die Werbung dafür. Ja. Zuschauerzahl ist schon wieder um fast 1000 gesunken. Leute springen jetzt nach und nach ab. Ja, klar. In Greybox phase. And due to the camera positioning way back near the rear of that section, the cockpit struts that have been a part of the model since its original inception and concept reveal appeared much closer to obstructing the forward view of any potential pilot. Those struts can also be found inside the concept HoloViewer model when you pivot the camera inside of the ship so that you can approximate a cockpit perspective. For the Greybox image we showed in the monthly report,
here's a look around inside that very same model. All that said, Also kannst du jetzt mit einem Holo-Viewer quasi die Schiffe vorher schon mal anschauen. Auch interessant. Have decided to remove the struts altogether and provide this luxury ship with an unparalleled view of the galaxy that owners deserve. I do say, steady on, old chap. We'll have that ship in shape in no time, and that's not just cricket. With that, this episode of Ship Shape comes to a close, but you haven't seen the last of us. We'll be back in the new year with more ships, more ship updates, and more things that only I think are funny. For Ship Shape, I'm Community Content Manager Jared Huckabee. I'll see you next time on Ship Shape. Hopefully there's a graphic there. Probably not. Idris owners will want to hold on to this capital ship after seeing just how massive it is. Also, if you don't own an Avenger, now's the perfect time to pick one up. It's available. Aber Chris Bobert sieht insgesamt schon mal viel entspannter aus als jetzt ganzen Rest vom letzten Halbjahr. Das ist wohl wahr, ja. Heavily armored and features devastating weapons that can be used against targets on the ground or in the air. The tank first made a name for itself during the Second Tavaran War and remained a battlefield force for centuries before Tumbril went out of business. Recently, a group of investors bought and revived the Tumbril brand. After successfully bringing the Cyclone back to the civilian market, they turned their attention to the iconic Nova. The original tank was so well designed that only minor updates were needed to make it ready for the modern battlefield. If you're interested in owning this versatile war machine, the Tumbril Nova is on sale from now until January 15th. Yeah, very cool. So to learn more about the Nova, head to our website and read the brochure, which profiles some of the famous battles. Also wer von euch zuschlagen will bei diesem tollen Donk heißt es, bis zum 15.01. das ganze Ding im Sale. Ich muss auch direkt mal in unserer Facebook-Gruppe Star Citizen in Squadron42 Germany gepostet. Mit einem netten Screenshot. Junge. That's all for today. So anyway, I wanted to thank the subscribers for supporting all the video content that keeps everyone up to date on the game. Be sure to vote in our subscriber poll to help shape your 2018 perks. And of course, thank you to all of our backers. This game would not be possible without your passion and support. Thank you very, very much. Yeah, thank you guys very, very much. Let's go to a special message from our studios. Und jetzt kommt noch eine spezielle Nachricht. Frohe Weihnachten aus Frankfurt! Happy Holidays! Happy Holidays! Woo! So happy holidays, everyone, and until next week, we'll see you around the verse. Also kommt nächste Woche doch noch was. Ah, anscheinend schon, ne? Gut. So viel zum Stream hier. Yes. Dann schalte ich uns mal wieder rein. Ja, jetzt hat man auch so den direkten Vergleich. Wir sehen definitiv nicht so fit aus wie noch vor 2 Stunden. Nee. Definitiv nicht mehr. Auf jeden Fall. Drüber reden werden wir ein andermal, glaube ich. Ja. Und das glaube ich, machen wir in der nächsten Folge. Da haben wir dann genug Stoff. Da haben wir so ein paar Themen, glaube ich. Einmal die Klage, die aktuell läuft gegen, gegen das Spiel oder gegen die Entwickler, gegen Mr. Roberts. Da sprechen wir drüber und auch über den Inhalt jetzt von der Show, die gerade gelaufen ist. Oder schreibt Around the Verse, denke ich auch. Da haben wir, glaube ich, wieder so eine Stunde gut Themen, glaube ich, dann bereit. Wenn ihr Fragen habt generell zu uns oder zu dem heutigen Event, was war, unten reinposten. Wir werden die Fragen aufnehmen, beantworten für euch. Ansonsten würde ich sagen, an dieser Stelle von meiner Seite und von Mitchs Seite aus wünschen wir euch wunderschöne Weihnachten, die jetzt kommen. Einen hervorragenden Rutsch und hoffentlich sicheren ins neue Jahr 2018 und gucken, was die Jungs dann zaubern werden. Ne? Und nicht vergessen, seit heute PTU, ne, Alpha 3.0 für alle Baker. Stimmt, habe ich vergessen. Gerade ist nämlich ein Update gekommen. Ja. Hat er gerade angezeigt, genau richtig, ja. Ne, also frei für alle. Ihr könnt euch in die Alpha 3.0 über Weihnachten schon mal reinstürzen und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski, macht es gut. Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.